Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder mit einem neuen Video und diesmal endlich mit neuem Objektiv. Ihr seht mich nicht mehr nur bis hier, sondern auch bis hier, sodass ich ein bisschen mehr Spielraum habe, wenn es darum geht, euch verschiedene Dinge zu zeigen. Und wie der Titel es wieder verrät, ihr wisst schon, worum es geht. Heute geht es um Glucose-Tracker und zwar um den Glucose-Tracker von Super Sapiens. Wir sind keine Super Saiyajins, aber wir sind jetzt Supermenschen. Oder im Deutschen würde man es vielleicht übersetzen mit Übermenschen, aber dieser Begriff ist ja auch teilweise negativ behaftet. Genau. Erstmal kommen wir zum Thema, was ist eigentlich ein Glucose-Tracker, was ist ein Blutzuckermessgerät? Jeder von euch, der Diabetes hat, der weiß sofort, was das ist, denn Leute, die Diabetes haben, müssen regelmäßig ihren Blutzucker messen, ihre Werte messen und müssen gucken, dass ihre Blutzuckerwerte nicht zu hoch sind. Dafür haben sie so ein kleines Gerät, sie pieksen sich in den Finger rein in der Regel, dann kann man mit so einem kleinen Blättchen das Blut aufsammeln, den Bluttropfen aufsammeln und dann misst das Gerät den Blutzuckerwert. Und dann kann man sehen, okay, ich bin in einer guten Range, ich bin in einer schlechten Range und kann dementsprechend entgegensteuern und dafür sorgen, dass man gesunde Werte hat. Glucose bzw. der Blutzuckerspiegel ist aber generell für jeden Menschen wichtig, denn wenn der Wert zu niedrig ist, dann können wir zusammensacken oder fühlen uns einfach ganz kaputt, und wenn der Wert zu hoch ist, dann führt das quasi zu ähnlichen Ergebnissen, also auch da fühlen wir uns in der Regel dann nicht so gut. Beispiel, ihr habt eine fette Pizza gegessen und habt dann sogar euch noch eine zweite reingezogen oder habt die XXL-Portion gegessen und sitzt dann so auf dem Sofa, seid vollkommen fertig und da ist euer Blutzuckerspiegel sehr wahrscheinlich in die Höhe gestiegen. Und umgekehrt, ihr habt den ganzen Tag nichts gegessen, ihr habt den ganzen Tag mit der Arbeit beschäftigt, seid sogar auf der Arbeit noch viel in Bewegung und irgendwann seid ihr in so einem Loch und fühlt euch vielleicht sogar ein bisschen schwindelig und dann wisst ihr, okay, sehr wahrscheinlich ist mein Blutzuckerspiegel jetzt zu niedrig. Und es gibt quasi so drei, vier Ranges, mit denen man arbeitet. Man sagt, Werte unter 70 sind schlecht, Werte über 140 sind auch schlecht, Werte zwischen, sagen wir mal, 70 und 90, 70 und 100 sind ideal, und gerade wenn man irgendwie gegessen hat, dann steigt in der Regel oder steigt eigentlich immer der Blutzuckerspiegel an und dann sollte dieser nicht höher als 140 sein. Und gerade wenn man morgens aufsteht und quasi noch nichts gemacht hat, dann sollte der Wert auch unter 100 liegen. Jetzt ist die Frage, okay, aber warum mache ich das? Ich habe glücklicherweise kein Diabetes, weder Diabetes 1 noch Diabetes 2. Aber dieser Glukosespiegel oder Blutzuckerspiegel, was der Unterschied ist, darauf kommen wir noch genauer später, ist auch für Sportler wichtig. Denn wenn dieser Wert in einem idealen Bereich ist, dann ist man einfach leistungsfähiger, weil man, wie gesagt, nicht in einem Loch landet, sowohl nach oben hin, wo der Körper zu viel Blutzucker hat, oder nach unten hin, wo er zu wenig hat. Ihr merkt das zum Beispiel auf dem Fahrrad, ihr fahrt Fahrrad und habt keine Riegel dabei, habt keine isotonischen Getränke dabei und irgendwann geht einfach die Leistung verloren, dann ist wahrscheinlich der Blutzuckerspiegel einfach in den Keller gegangen, weil keine Energie mehr da war. Und das möchte man verhindern. Und was möchte man auch verhindern? Dass man einfach während des Tages zu starke Schwankungen hat und immer wieder sogenannte Spikes hat, also Ausschläge des Graphens oder am Ende des Wertes. Man möchte möglichst eine gute Glukosestabilität haben. Also sagen wir mal, ich möchte, dass mein Wert sich maximal um 20 Punkte verändert. Und das ist das Ziel. Und Super Sapiens gehört zu der Marke Abbott und Abbott ist eigentlich einer der größten Anbieter für diese ganzen Diabetes-Geräte. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, die klassische Variante ist, dass man sich in den Finger piekst und dann mit einem kleinen Gerät diesen Wert misst. Und das ist der exakteste Wert. Der exakteste ist ehrlich gesagt beim Arzt, aber zu Hause ist der exakteste Wert, dass man sich in den Finger sticht. Und dann hat man den Wert, der auch gerade in diesem Moment im Blut vorhanden ist. Aber für einige Leute reicht es nicht, sich mehrmals am Tag oder einmal am Tag in den Finger zu stechen. Manche Menschen müssen das den Tag über beobachten. Und es gibt auch Leute, die diesen Wert den ganzen Tag über messen, automatisiert,
und dann mit einer Insulinpumpe dafür sorgen, oder die Insulinpumpe sorgt automatisch dafür, dass der Blutzuckerspiegel im Rahmen bleibt. Und das sind sogenannte Glukosetracker, die 24/7, also Tag und Nacht, die Werte messen. Und das sind einfach kleine Pinöpel, sage ich jetzt mal im ersten Begriff, ich zeige es euch gleich, die man sich in der Regel hier an den Unterarm macht und dann bleiben sie dort für 14 Tage. Und wir machen das jetzt mal auf, damit ich euch das einfach mal zeigen kann. Also hier ist noch ein unbenutzter, man sieht das hier auch schon drauf, das ist der, hier steht auch Abbott, steht oben drauf und das ist halt der Libre Sense heißt der hier. Und ehrlich gesagt, okay, am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir hier erstmal bleiben, weil den wird man nicht genau sehen. Also man sieht, das ist halt hier dieser kleine Punkt. Und das kommt auch ziemlich gut mit der Originalgröße hin. Denn wenn wir das jetzt mal aufmachen, dann werden wir das leider nicht sehen, weil der Sensor hier noch drinne steckt. Man kann das aber so ein bisschen auch sehen, wenn man, da kommen wir gleich auch noch drauf, wenn man diese Nadel hier sich reinhaut. Da sieht man eigentlich schon quasi die Größe, die dieser Sensor am Ende haben wird. Der ist nicht groß. Also wenn ich das jetzt mal hier so drauf halte, dann sieht man, dass das zwar sichtbar ist, aber nicht besonders groß. Und normale Diabetiker profitieren davon, weil sie dann vor allem zu Beginn, wenn sie Diabetes neu haben, erstmal lernen können, wie sich ihr Blutzuckerspiegel eigentlich verhält und wo es hingeht. Und genau das möchte Super Sapiens bzw. Abbott jetzt auch auf Sportler übertragen. Jetzt kann man natürlich ketzerisch erstmal sagen, ja, Abbott möchte einfach mehr Geld verdienen. Ist wahrscheinlich auch so, da hat sich wahrscheinlich irgendwer im Marketing gedacht, was für eine neue Zielgruppe können wir denn eigentlich ansprechen? Wen können wir erreichen? Lass doch mal auf die Hobbysportler gehen, auf die ein bisschen ambitionierteren Hobbysportler. Und das hat man gemacht und hat dafür die Marke Super Sapiens gegründet und sagt halt, hey, werd ein noch besserer Mensch, werd ein gesünderer Mensch. Jetzt weißt du, dank Whoop-Armband, dank Apple Watch, dank allem Möglichen weißt du, wie dein ganzer Körper funktioniert, aber wie deine Ernährung funktioniert und wie dein Körper auf deine Ernährung reagiert, das weißt du noch nicht, aber mit Super Sapiens wirst du das wissen. Und ehrlich gesagt finde ich das eine coole Idee. Also natürlich ist der Ursprungssinn, Leuten zu helfen, die körperlich krank sind, aber warum sollte da nicht auch eine gesunde Person von profitieren, die dadurch mehr über sich lernen kann? Und auch ich bin auch der Meinung, dass es nicht nur für Sportler, ich bin jetzt eher Hobbysportler, ich muss auch gestehen, durch einige Verletzungen, so habe ich in den letzten Monaten nicht so viel trainiert und ich habe das trotzdem getragen, weil es mir trotzdem Erkenntnisse geben konnte oder ich auch gehofft habe, dass ich Erkenntnisse gewinne, aber auch vielleicht jemand, der vielleicht leicht übergewichtig ist oder auch leicht untergewichtig, für den kann das auch hilfreich sein, zu merken, wie der Körper auf gewisse Sachen reagiert. Oder wenn man vielleicht Magenprobleme hat oder mit dem Essen immer wieder Probleme hat, kann man so auch näher an seine offenen Fragen kommen und diese vielleicht beantworten. Kommen wir erstmal zu dem Preis und zu den Erkenntnissen oder zu der Frage, welche Erkenntnisse konnte ich daraus eigentlich gewinnen. Also dieses Teil hier kostet 150 €. Man bekommt 2 von diesen Sensoren und sie halten 28 Tage. Also jeder Sensor hält 14 Tage und dann macht man den nächsten dran. Im besten Fall wechselt man immer die Arme ab, sodass man den einen schon vorbereiten kann und dann, wenn der andere leer ist, fängt man mit dem nächsten an. Ich habe im Internet irgendeinen Sportinfluencer gefunden, der hatte mit Abbott wohl eine Kooperation und da habe ich dann noch einen dritten Sensor dazu bekommen. Das heißt, ich habe den Sensor schon 28 Tage getestet und habe jetzt noch einen übrig und den werde ich dann irgendwann in Zukunft nochmal benutzen. Ich wüsste jetzt nicht, dass der abläuft. Ach doch, hier steht es drauf. Im Ende November 24. Also der hält quasi knapp 1,5 Jahre ungefähr oder 1 Jahr und ein Viertel. Das heißt, im Laufe des nächsten Jahres muss ich das benutzen und möchte ich das auch nochmal für 14 Tage benutzen. Welche Erkenntnisse habe ich daraus gewonnen? Also einmal kurz zu meinem Setup. Ich mache in der Regel, ja, das ist ein bisschen doof, aber 2 bis 5 Mal die Woche Sport. Ich würde sagen im Schnitt so 3 Mal. Ich bin
nicht so ambitioniert, dass ich an irgendwelchen großen Wettbewerben teilnehme. Ich mache manchmal einen Halbmarathon, aber eigentlich mache ich vieles einfach für mich, um mich gut zu fühlen, um fit zu sein, um schlank zu bleiben, um ein bisschen trainiert zu sein, und ich habe einfach großen Spaß am Sporttreiben und dafür brauche ich gar nicht den Wettbewerb. Und ich laufe viel, ich fahre ab und zu Fahrrad, ich gehe viel ins Fitnessstudio, das sind so, und ich spiele ab und zu mal Fußball in einer Gruppe, und das sind so meine sportlichen Themen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der ambitionierte Triathlet, Hobby-Triathlet, der vielleicht auch im Verein ist, sondern ich bin wirklich Hobby-Sportler. Wie nennt man das? Mir fällt der Begriff gerade nicht ein, quasi Volkssport oder wie der Begriff heißt. Genau. Und ich glaube, dass ich mit meinem täglichen Verhalten, was doch nicht sehr konstant ist in vielen Sachen. Also ich stehe nicht exakt jeden Tag zur selben Uhrzeit auf. Ich gehe ungefähr identisch zur Bett, aber mein Tag ist doch immer sehr variabel. Klar, ich arbeite meine 8 Stunden, aber ich esse immer ein bisschen anders. Ich esse abends unterschiedlich. Mal gehe ich erst zum Sport, mal esse ich erst, mal esse ich um 12, mal esse ich erst um 2. Mal gehe ich morgens zum Sport, mal gehe ich abends zum Sport. Mal mache ich gar keinen Sport eine Woche. Also es ist nicht so ein konstanter Alltag, wie das in der Regel ambitionierte oder professionelle Sportler haben, die ihre festen Tagesabläufe haben. Und jetzt kommt so ein bisschen diese Krux daran. Sehr viele Sachen können einen Einfluss auf den Glukosewert haben. Um es kurz zu erklären, Blutzucker ist quasi das, was ich messe, wenn ich in den Finger steche. Und dieser Sensor, der hier drauf kommt, der ist gar nicht tief genug. Der ist nur, da geht so ein ganz kleiner Schlauch, der ist 5 mm. Darum ist hier so eine kleine Nadel. Ach, die Nadel sieht man jetzt hier gar nicht, aber da ist so eine kleine Nadel drin. Und die hilft dabei, diesen wirklich ein paar Millimeter kleinen Schlauch hier reinzudrücken. Und dann wird aber nur so eine Körperflüssigkeit wird gemessen, der Wert aus dieser Körperflüssigkeit, und der hat 15 Minuten Verzögerung, weil es halt nicht der Blutzuckerspiegel ist. Und die beiden korrelieren, es ist aber nicht dasselbe, und das ist wichtig. So, und dann wieder zurück, Faden verloren. Wir wissen jetzt den Unterschied zwischen Blutzucker und Glucose. So, und auf jeden Fall dieser Glucose-Tracker, sehr viel kann meinen Glukosewert und auch meinen Blutzuckerwert beeinflussen. Beispiel, ich esse Nudeln, 200 Gramm Nudeln mit Tomatensauce. Ich esse diese Nudeln um 12 Uhr. Ich esse sie um 13 Uhr. Ich esse sie um 14 Uhr. Ich habe die erste Variable. Ich esse diese Nudeln, esse aber vorher noch, snacke ich einfach noch Erdnüsse vorher oder Walnüsse. Ich esse nichts vorher. Zweite Variable. Ich habe 3 Stunden vorher gefrühstückt, ich habe 5 Stunden vorher gefrühstückt, ich habe gar nicht gefrühstückt. Dritte Variable. Ich habe vorher Sport gemacht morgens, ich habe vorher keinen Sport gemacht morgens, ich war noch eine Runde davor spazieren. Vierte Variable. Und so weiter und so weiter. Noch eine Variable. Ich esse erst, fange ich an, die Soße zu essen und dann die Nudeln. Manchmal esse ich aber erst die Nudeln und dann die Soße. Bei einem anderen Essen, zum Beispiel Kartoffeln mit Steak und Soße, macht das mehr Sinn. Da isst man vielleicht mal erst das Steak und dann die Kartoffeln. Aber das Prinzip ist am Ende dasselbe. Und all diese Sachen können einen Einfluss auf den Glukosewert haben. Allein schon, wenn ich schlecht geschlafen habe oder weniger geschlafen habe, kann das einen Einfluss auf den Glukosewert haben. Und es gibt einfach so viele Variablen und mein Alltag ist dann doch nicht so gleich jeden Tag, dass es einfach zu viele Variablen gab, die einen Einfluss darauf haben, sodass es mir doch sehr schwer fiel, in den 28 Tagen zu sagen, das muss sich ändern, das läuft schlecht, das ist jetzt die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Ich konnte für mich ein paar Erkenntnisse daraus ziehen. Ich habe auch so ein paar Sachen gelernt, die mir, jetzt kann man sagen, Fabian, das ist dumm, aber für mich war zum Beispiel nicht bewusst, dass wenn ich Nudeln esse, viel Nudeln esse mit einfach Soße, also nichts Schlimmes, einfach Kohlenhydrate mit einer Tomatensauce oder so,
ist mein Blutzuckerspiegel voll durch die Decke gegangen. Also ich hätte das jetzt so bei so einer Tiefkühlpizza oder so erwartet. Ist nicht passiert. Wenn ich aber Schokolade gegessen habe, also ich esse nicht eine ganze Tafel, ich habe dann zum Test einfach mal ein bisschen mehr Schokolade gegessen, hat mein Blutzuckerspiegel gar nicht beeinflusst. Ich dachte, okay, ich baller mir Zucker rein, dann geht mein Blutzuckerspiegel, weil das Wort ja quasi Zucker da schon drin ist, dann schießt das in die Höhe, aber es hat sich einfach nicht verändert oder ist sogar ein bisschen abgesunken. Und da habe ich schon einiges gelernt und das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, hey cool, ich habe wieder was über meinen Körper gelernt, einfach weil ich diesen Tracker hatte, aber am Ende habe ich nicht so viel für mich mitnehmen können, vor allem nicht aus ernährungs- und sportlicher Sicht, wo ich jetzt sage, hey, irgendwie das hilft mir bei meinem Magen oder das hilft mir am Ende fitter zu sein, weil die 28 Tage einfach nicht ausgereicht haben. Und da kommt noch ein bisschen hinzu, dass es gibt noch eine App dazu, die blende ich hier dann mal nebenbei ein und dann scrolle ich da mal so ein bisschen durch, dann sieht man so ein bisschen, was da zu sehen ist. Im Endeffekt sieht man eigentlich immer nur seinen Live-Glukosewert, der halt 15 Minuten Differenz zum Blutzuckerspiegel hat. Das heißt, ich sehe eigentlich immer nur 15 Minuten, was vor 15 Minuten eigentlich relevant war. Und ich kann dort Events eintragen, wie ich habe gegessen, ich habe geschlafen, ich habe Sport gemacht. Das erste, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass in der Zeit, in der ich das benutzt habe, die Events ich konnte die nicht richtig eintragen. Da gab es immer Fehlermeldungen, es hat nicht funktioniert. Und das System, Sachen zu hinterlegen, fand ich einfach sehr schlecht. Also zum Beispiel fände ich es cool, wenn ich sagen könnte, okay, ich habe Nudeln gegessen und beim nächsten Mal klicke ich einfach wieder Nudeln an. Ich konnte aber nur Hashtags auswählen und die Hashtags waren nicht mal vorgespeichert. Also wenn ich irgendwie Nudeln dann irgendwie mal anders geschrieben hätte, dann hätte das nicht mehr zueinander gepasst und ich hätte mir auch erstmal die ganzen Hashtags merken müssen. Das fand ich ein bisschen schade, also so ein Tagebuch wie bei Whoop hätte ich mir schon gerne gewünscht, dass man einfach mal so ein paar Korrelationen herstellen kann und die auch in der App hergestellt werden und da hat Whoop einfach nicht, da hat Abbott bzw. Super Sapiens ja, irgendwie ein bisschen das verschlafen, also da muss man schon sehr gut selber Buch führen mit den Werten. Das wird einem hier leider noch nicht geliefert und das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil ich hätte doch sehr viel Tagebuch führen müssen, um das alles in Korrelation zu bringen. Was hier noch ergänzend dazu kommt, ist, dass die Glukosewerte nicht exakt dieselben sind wie die Blutzuckerwerte. Diese weichen um 8 bis 10% ab. Das klingt für manche vielleicht wenig, aber stellt euch vor, euer Glukosewert liegt bei exakt 100 in der App. Und ein Wert von unter 100 ist gut, ein Wert von über 100, gerade am Morgen, ist schon wieder nicht so gut. Und jetzt habt ihr einen Wert von 100, aber was habt ihr denn jetzt eigentlich? Habt ihr 90 oder 110? Bei 90, geil, ihr seid in der perfekten Range. Bei 110, könnte ein bisschen besser sein. Und mit 100 denkt man so, ja, okay, ich bin genau in der Mitte, aber wo man jetzt genau ist, weiß man nicht. Und das ist immer ein bisschen schade, weil man nicht genau die Werte sieht, die quasi empfohlen werden, wo man weiß, wo man hingehen muss. Was man hier aber beachten muss, und das ist halt immer ein Missverständnis, dieser Glucose-Tracker soll mir eigentlich auch nicht genau sagen, welche Werte ich habe, sondern er soll mir Trends anzeigen. Und das ist ganz wichtig, denn dieser Glucose-Tracker sagt euch nicht, ob ihr Diabetes habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich hatte teilweise sehr hohe Werte, ich habe aber definitiv, also ich habe es nicht testen lassen, aber ich habe zu 99% kein Diabetes. Das ist auch nicht das Ziel des Glucose-Trackers. Der Glucose-Tracker soll mir Trends anzeigen. Also da geht es vor allem um die Glukosestabilität. Denn er misst ja, wenn, immer falsch und hoffentlich auch immer gleich falsch. Also dann, wenn immer 10 zu viel oder immer 10 zu wenig. Und wenn es so sehr schwanken würde, dann wäre das natürlich doof. Aber die Stabilität ist das Wichtige. Und da hilft mir der Glucose-Tracker sehr gut zu gucken, bin ich stabil. Also es ist nicht gut, wenn ich einen Wert von 70 habe und der Wert geht dann immer auf 110 hoch und dann wechsle ich immer zwischen 70, 110, 70, 110 und es schwankt die ganze Zeit hoch. Dann lieber einen Wert von 120 haben, der aber nur bis 130 hochgeht beispielsweise. Also die Stabilität ist wichtiger als der Wert in einer gewissen Range. Jetzt immer bezogen auf Glucose-Tracker und nicht Diabetiker. Und das sollte man im Blick behalten und bei mir konnte ich zum Beispiel feststellen, dass meine Glukosestabilität gut war. Wo muss man diesen Glukose-Tracker jetzt befestigen? Also diesen Tracker sollte man laut Abbott
hier in diesem Bereich befestigen. Also ich lasse mal ein bisschen locker, ich komme mal ein bisschen näher. Also quasi in diesem Bereich, der möglichst fettig ist. Also da quasi, wo der Winkearm ist. Also der scheint irgendwo, ja, hier unten oder hier ist es wackelig. Aber in diesem Bereich hier auf dem Muskel, also ich spanne jetzt mal so ein bisschen an, so da sollte man nicht treffen. Und tatsächlich habe ich beim ersten Mal zu sehr auf diesen Muskel getroffen und dann hat mir das tatsächlich wehgetan. Also der erste Sensor war unangenehm für mich. Und den zweiten habe ich genau in diesem unteren Bereich getroffen, wo ein bisschen Fett ist. Und da habe ich den gar nicht gemerkt. So, jetzt gibt es Leute, die da regelmäßig empfindlich sind und die bei dem Unterarm, bei dem Winkearm immer Probleme haben. Und darum gibt es in Diabetesforen, also ich habe alle meine Tricks in den Diabetesforen gefunden, weil wer hat mehr Ahnung als Leute, die gezwungen sind, diesen Tracker leider dauerhaft zu tragen. Die sagen, hey, man kann das auch in den Bauchbereich machen, man kann das an die Brust machen. Aber die meisten sagen im Oberschenkel, weil da hat man auch Fett, das scheint irgendwie auch zu gehen, also dafür reicht die Kamera jetzt nicht, ich könnte ein Stück zurückgehen, aber ihr wisst ja, wo der Oberschenkel ist und da kann man den einfach drauf machen und fertig. Wichtig ist, das sind einfach Tipps von Privatpersonen, das hat kein Arzt empfohlen, das habe ich in den Foren gelesen, ich empfehle das auch nicht, ich sage nur, wo es andere Leute, die das regelmäßig machen, noch installieren. Empfohlen wird in diesem Bereich und da wurden auch die Studien zu betrieben. Also alle Studienergebnisse basieren auf diesem Unterarmbereich. Und der zweite war super, ich habe nichts gespürt. Also es gibt irgendwie so eine Aussage, 90% merken auch diesen Stich nicht, wenn man also man muss sich ja wirklich die Nadel einmal kurz reinstechen. Beim ersten Mal habe ich das alles gespürt, es hat wehgetan, es hat tagelang wehgetan, es war unangenehm, weil ich halt auf dem Muskel war. Und beim zweiten Mal habe ich den wirklich vergessen. Also ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr daran gedacht, dass ich den Glukosetracker dran habe, weil er einfach ja, nicht spürbar, kaum spürbar war. Das Einzige war halt beim Duschen, wenn man dann irgendwie sich so eingeseift hat, dann ist das natürlich aufgefallen. Oder wenn ich mir ein T-Shirt und einen Pulli angezogen habe, dann ist es manchmal dran hängen geblieben. Wer jetzt ein bisschen im Internet googelt, der wird nicht nur den Super Sapiens hier finden, der wird auch von Abbott die Marke Freestyle finden. Also das steht ja hier, glaube ich, auch drauf. Hatten wir da vorhin, ne? Nee, hier steht nicht Freestyle drauf, nein. Aber das Gerät für Diabetiker heißt Freestyle, Freestyle Libre 2, Freestyle Libre 3. Also den Einer gibt es sowieso nicht mehr und der Zweier wird jetzt gerade eingestellt. Der neueste ist jetzt die Version 3. Der Dreier, der misst quasi auch 24/7. Da muss man nicht manuell regelmäßig die Daten scannen. Das funktioniert alles digital, genau wie bei dem von Super Sapiens, wo man auch in der Theorie nicht selber, nicht manuell regelmäßig das Handy oder das Messgerät an den Sensor halten muss, sondern das überträgt sich per Bluetooth. Und der Freestyle Libre 3 ist sehr, sehr klein. Ich habe schon Leute im Fitnessstudio damit gesehen, der ist wirklich sehr klein. Und dieser Sensor hier ist eine Lösung, die sich zwischen dem Freestyle Libre 2 und dem Freestyle Libre 3 bewegt. Und das ist super wichtig, denn Super Sapiens, die App, funktioniert nur mit dem hier. Also ihr könnt nicht sagen, ja, dann kaufe ich mir halt den Libre 2 oder den Libre 3 und dann verbinde ich den mit der App. Das funktioniert leider nicht. Viele andere Anbieter, also es gibt so einige andere Anbieter, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt eigentlich keine vernünftige Konkurrenz in dem Preis-Leistungs-Verhältnis, die man als Nicht-Diabetiker nutzen kann. Und die benutzen auch in der Regel von Abbott den Freestyle Libre 2 oder 3. Und da kann man dann den sich theoretisch auch teilweise selber kaufen, weil da wird einfach nur das Gerät dann miteinander verbunden. Aber das hier ist halt eine Eigenlösung und das funktioniert leider nicht. Der Preisunterschied ist jetzt auch nicht so groß. Also man kann sich den Freestyle Libre 3, glaube ich, für 65 € kaufen. Also man spart dann am Ende irgendwie 10 € über einen Monat. Ist natürlich schon ein bisschen Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass man von Abbott / Super Sapiens richtig abgezockt wird. Das ist nicht so. Die Leute, die Diabetes haben, die das selber zahlen müssen, die müssen tatsächlich auch diese ca. 140 € im Monat blechen. Also das sind eher 10 € Aufschlag.
Das ist noch vollkommen okay. Das ist jetzt nicht irgendwie der 8-fache Preis für Leute, die sportlich besser werden wollen. Wenn ihr den Sensor kaufen wollt, dann geht das auch nur auf der Supersapiens-Seite. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen googelt im Internet, dann findet ihr da so ein paar Influencer. Ich habe dann einen Deutschen gefunden, der einen Link anbietet, da kriegt man dann noch einen dritten dazu. Das heißt, man kriegt dann am Ende 3 für 150 Euro. Denkt daran, die 150 Euro Variante, also es gibt verschiedene, es gibt irgendwie dann mit 400, 800, 1000 Euro. Das sind meinem Verständnis nach keine Abos, da kauft man dann quasi einmalig dieses Paket. Oder man kauft für 150 Euro im Monat das Abo und das Abo muss man dann, sobald das Paket versendet wurde, wieder kündigen. Ich habe mir das mal durchgerechnet, also diese größeren Packs sind auch nicht günstiger. Also das Monatspack ist irgendwie das billigste auch und dadurch, dass man jetzt dann noch einen dritten dazu bekommt, ist man auch günstiger, als wenn man sagt, hey, ich möchte das jetzt ausprobieren und kaufe mir erstmal den Freestyle Libre 2 oder 3 für 65 Euro, weil hier kriege ich halt 3 für 150 Euro und bin dann halt am Ende bei 50 Euro pro Tracker und das ist das günstigste Angebot, was ich auch im Internet, auch im Vergleich mit der Konkurrenz finden konnte. Ich möchte jetzt noch auf ein paar negative Aspekte eingehen, die mich beim Supersapiens einfach gestört haben. Also stellt euch vor, erstmal, ihr habt diesen Sensor hier an eurem Arm und da ist er jetzt befestigt. So, dann lauft ihr mit eurem Handy rum und die sind per Bluetooth verbunden. Genau wie bei meinem Whoop-Armband. Das Whoop-Armband verliert eigentlich nie die Verbindung. Und wenn, merke ich das auch nicht, weil das Whoop-Armband sich automatisch synchronisiert. Das heißt, ich lasse das Handy hier, ich gehe irgendwie im Wald joggen, ich komme wieder, dann im Laufe des Tages synchronisiert, eigentlich sofort, wenn die quasi wieder verbunden sind, synchronisiert Whoop die Daten automatisiert per Bluetooth an das iPhone in die App. Erster negativer Punkt, die Bluetooth-Verbindung beim Supersapiens ist super schlecht. Also jetzt muss man natürlich auch sagen, der Sensor ist sehr klein, der im Whoop ist ein bisschen mehr Platz drin. Whoop ist auch darauf ausgelegt, dauerhaft zu halten. Das Glucose-Tracker-Ding soll halt nach 14 Tagen weggeschmissen werden. Also das natürlich auch möglichst billige Materialien drin. Aber die Bluetooth-Verbindung ist halt einfach schlecht. Also mein Schlafzimmer ist nicht weit von diesem Raum entfernt und das hat einfach schon nicht gereicht, um diese, ich schätze mal, 3 bis 5 Meter Distanz und eine Wand zu überwinden. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich musste dann morgens immer hingehen und da muss man das Handy per NFC einmal dran halten und dann scannt er. Und da war schon das Problem, das hat oft einfach gar nicht funktioniert. Dann saß ich da wie so ein Honk eine Minute und habe hier immer wieder das Handy dran gehalten. Und das Zweite ist, und das finde ich eigentlich viel problematischer, okay, dann ist die Reichweite einfach nicht so gut, ist okay. Das Handy hat man eh fast immer dabei, aber halt nachts nicht, ne? Also ich zumindest nicht. Aber der Speicher hält nur für 8 Stunden. Also nach 8 Stunden löscht er alle alten Daten, die älter als 8 Stunden sind. Aber in der Regel bin ich halt länger als 8 Stunden im Bett. Also mit, ich mache mich Bett fertig, ich gehe ins Bett, ich stehe auf, dann gehe ich irgendwann ans Handy. So, das sind, sagen wir mal, 8 bis 10 Stunden. Und dann hatte ich halt voll oft die ersten 2 Stunden der Nacht meine Daten nicht. Und sorry, aber das ist halt richtiger Kack. Also wer denkt sich denn so einen Mist aus? Das ist ja bei den anderen, bei dem Freestyle Libre 3 zum Beispiel auch so. Und ich weiß nicht, bei dem Freestyle Libre 2 für Diabetiker, die müssen ja noch manuell messen. Die haben diese automatische Synchronisation gar nicht. Das heißt, da gehen ja noch mehr Daten verloren. Also sorry, aber da sollten mindestens irgendwie 10 bis 12 Stunden sein, damit man halt auch die Nacht gut rumbekommt und nicht sein Handy neben sich haben muss, damit man die Daten dauerhaft hat. Also das ist für mich tatsächlich der größte Kritikpunkt. Der zweitgrößte war, wie ich schon genannt habe, dass in der Zeit, wo ich das genutzt habe, die Events nicht getrackt werden konnten. Also das ist halt mit die wichtigste Funktion. Die App kann halt fast gar nichts. Also ist ja auch nicht schlimm, weil sie hat eine gewisse Funktion, die soll sie erfüllen. Und eine von 2 Funktionen kann sie nicht. Es wurde danach noch ein Update eingefügt. Als ich dann nochmal den Artikel geschrieben habe, übrigens unter luftpumper.de findet ihr, oder hier unten haue ich den Link noch rein, habe ich das nochmal alles sehr ausführlich mit noch detaillierteren Infos, habe ich einen Artikel dazu geschrieben. Und das geht halt nicht. Also ich hoffe, dass mit dem Update das gefixt wurde, aber das hat mich halt super genervt, weil dann auch ein Großteil der Erkenntnisse einfach nicht stattgefunden haben. Was mich noch ein bisschen gestört hat, ist, dass die Verbindung zu Whoop nicht
existent ist. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zum Oura Ring, aber nicht zu Whoop. Da hätte man einfach noch so viel Daten haben können. Also man hätte Whoop die Daten geben können, Whoop hätte Daten an Super Sapiens geben können. Es gibt eine Verbindung zu Apple Health, aber im Endeffekt speichert er nur die Sporteinheiten. Das heißt, Whoop überträgt die an Apple Health und Apple Health überträgt es dann an Super Sapiens. Das heißt, die Sporteinheiten hatte ich drin, aber gerade da man bei Whoop auch super viele Fragen am Tag beantwortet und ich glaube, die Korrelation zwischen Leuten, die ein Whoop und ein Oura haben und Leuten, die Super Sapiens haben, ist nicht gering. Und da hätte ich mir einfach mehr Korrelation gewünscht, mehr Zusammenarbeit, weil ich super viele Daten in Whoop habe und das hätte mir einfach automatisiert Erkenntnisse geben können. Zum Abschluss noch die Frage, für wen ist denn jetzt das Whoop geeignet? Also ich bereue es nicht, dass ich die 150 € ausgegeben habe. Ich fand es einfach wieder ein tolles Experiment. Ich habe ein bisschen was gelernt, aber ich habe weniger Erkenntnisse herausgezogen, als ich erhofft habe. Das ist das Erste. Darum glaube ich, dass es für wirkliche Hobbyleute, die auch einen Alltag haben, der sehr vielfältig ist, dass das für die eher nichts ist. Aber Leute, die wirklich sehr ambitioniert sind, die auf dem Triathlon hin trainieren und auch wirklich da schon ein bisschen professioneller unterwegs sind, die einen sehr geregelten Alltag haben, die Tagebuch führen etc., also ein Ernährungstagebuch, dass das für die sehr hilfreich sein kann. So, ich hoffe, dass das Video euch wieder mal geholfen hat, dass ihr mehr über Super Sapiens gelernt habt. Wie immer, meine Videos sind ja ein bisschen ausführlicher. Die Kamera sagt jetzt hier gerade 33 Minuten. Mit ein bisschen Schnitt sind wir vielleicht bei 30 Minuten. Das heißt, wieder ein sehr ausführliches Video. Solltet ihr doch noch Fragen haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ich antworte auf eigentlich jeden Kommentar. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut.